Es ist das Spiel im deutschen Fußball. Der Klassiker. Ganz herzlich. Im schönsten Stadion der Welt, die besten Fans der Welt. Ich begrüße die Fans von Borussia Dortmund. Hallo liebe Borussen, das Spiel aller Spiele, die Nummer 1 gegen die Nummer 2. Es gibt so viele Superlativen zu diesem Kracher. Borussia Dortmund gegen den FC Bayern. Und bei so einem Feiertagsmagazin braucht man einen Top-Gast und der ist jetzt hier. Ich begrüße Alex Meyer. Schön, dass du da bist. Hi Nobby, grüß dich. Wir sind ja ein bisschen erprobt inzwischen, ne? Ja, durch das Brinkhoffs Beigeflüster. Ja, genau. Das können wir auch noch mal ganz kurz erwähnen. Also wer das noch nicht gesehen hat mit Alex und Sabine Heinrich und unserem Trainer Edin Terzic, der sollte das unbedingt nachholen. Top-Sendung. Aber heute geht's ja um was anderes. Es geht um das Spiel gegen den FC Bayern München. Ihr hattet jetzt 2 Wochen Bundesliga-Pause. Manche waren mit ihren Nationalmannschaften unterwegs, andere hier im Training. Würdest du sagen, die Pause kam zum richtigen Zeitpunkt oder hättest du gerne nach dem 6:1 gegen Köln direkt weitergespielt? Ja, ich hätte schon direkt weitergespielt, aber man muss ja sagen, dass in dieser Saison das ja ziemlich eng getaktet war mit vielen englischen Wochen. Und wir hatten bis dahin auch kaum Länderspielpausen. Und wenn da mal so eine Länderspielpause ansteht, kann man auch mal nach Hause fahren oder andere Sachen unternehmen. Bisschen abschalten, sage ich mal, ein bisschen runterkommen. Aber wir waren natürlich dann durch den Sieg gegen Köln auch wieder super da und wir hätten auch nichts dagegen gehabt, dann auch weiterzuspielen. Bis auf den Dämpfer in Chelsea und im Derby habt ihr ja 2023 wirklich Fantastisches geleistet. Ihr seid von Platz 6 auf Platz 1 geklettert, habt 10 Punkte auf die Bayern aufgeholt. Und den Weg dahin, auf den ersten Platz, das schauen wir uns jetzt nochmal an. Ist im Endeffekt eine verdiente Niederlage. Wir starten jetzt nicht neu, sondern wir starten mit einem Minus in die Rückrunde. Die Ecke kommt, Kopfball und Tor durch Reina! Wichtig sind die 3 Siege und so müssen wir weitermachen. To hear the fans scream like that was just the best moment I had since a long time. Marco Reus knallt den Ball über die Mauer. Es fühlt sich gut an, es fühlt sich geil an und es macht heiß auf mehr. Wir hätten eigentlich komplett die Kontrolle gehabt. Kann man jetzt mit dem nötigen Selbstbewusstsein nach München fahren? Ja. So ein bisschen Gänsehaut habe ich gehabt. Ja, ich auch. Ja, wie Emre gesagt hat. Das ist geil zusammengeschnitten, ne? Und das ist einfach, das sieht man, wenn man das nochmal so sieht, ist schon cool, ne? Ja, es fühlt sich, wie Emre schon gesagt hat, fühlt sich geil an und wir wollen auf jeden Fall mehr. Wie erklärst du dir den Lauf? Ja, man hat das ja gesehen, gerade die letzte Woche 2022, da wo wir die 2 Spiele verloren haben in Wolfsburg, in Gladbach, hat sich gar nicht gut angefühlt. Dann war das lange Break, wo wir nichts machen konnten, wo man lange auf die Tabelle schauen musste und wir waren alle nicht zufrieden. Ich glaube, das hat man dann gleich gemerkt, auch Anfang Januar im Trainingslager, dass der Fokus nochmal ein Stück weit höher war. Klar, vor war auch da, aber jeder hat noch mehr für sich auch selber Verantwortung übernommen und gesagt, okay, ich gehe voran, auch im Training, gib mehr Gas, zieh die anderen mit. Und das sieht man jetzt in den letzten Spielen, dass jeder für den anderen da ist, wir Gas geben und dann auch die Spiele gewinnen. Ja. Hat diese Siegesserie etwas mit der Mannschaft gemacht vielleicht sogar? Ja, also man hat einfach, glaube ich, jeder kann sehen, was möglich ist. Aber jeder merkt auch, dass wir auch immer auf die 100% kommen müssen. Weil gerade dann in so Spielen wie Chelsea, wo wir auch uns eine Menge vorgenommen haben,
Da konnten wir unsere Leistung leider nicht abrufen und da hat man dann schnell gemerkt, dass dann gegen Spitzenteams, dass wir da nicht unser Spiel durchziehen und letztendlich das Spiel nicht erfolgreich gestalten können. Du hattest natürlich auch einen Riesenanteil daran, dass wir so erfolgreich waren in den letzten Wochen, dass ihr auf Platz 1 steht. Wie oft bekommst du Glückwünsche von Freunden, von der Familie? Und was sagen sie vor allen Dingen zu dir? Ja gut, meine Familie, meine engsten Freunde, die mich jetzt schon die letzten Stationen immer begleitet haben, die freuen sich einfach tierisch für mich. Das sind natürlich auch die ersten, denen ich antworten kann. Ich habe eine Menge Nachrichten bekommen. Da versuche ich natürlich die eine oder andere dann auch immer mal zu beantworten. Leider geht das nicht so schnell. Aber durchweg freuen die sich natürlich, weil viele kennen natürlich meinen Weg und freuen sich jetzt umso mehr, dass ich das letztendlich dann noch ganz oben geschafft habe. Ja, Alex, für die Partie gegen München hat sich Gregor Kobel wieder gesund gemeldet. Die jüngste Vergangenheit hat allerdings auch gezeigt, dass ein Torhüterwechsel ganz kurz vorm Anpfiff mal passieren kann. Wie gehst du mit dieser Rolle um und wie stellt man sich darauf ein, auch so ganz kurzfristig in die Partie geworfen zu werden? Ja gut, ich kenne ja meine Rolle hier in Dortmund. Ich weiß, auf was ich mich eingelassen habe und Greg hat das ja auch überragend gemacht. Er spielt eine Bombensaison und ich will einfach immer da sein, wenn ich gebraucht werde, sowohl im Training als auch im Spiel. Ich bin ja jetzt auch nicht mehr Anfang 20, habe schon ein bisschen auch was erlebt und versuche da einfach gerade unter der Woche Gas zu geben, dass ich sage, okay, selbst wenn mal was kurzfristig passieren sollte, am Spieltag, beim Aufwärmen oder im Spiel, da weiß ich habe alles getan dafür, ich bin top vorbereitet und ich kann nur noch mal sagen, als damals die Anfrage von Borussia Dortmund kam, musste ich nicht lange überlegen, wollte das unbedingt machen, wusste auch, auf welche Rolle ich mich einlasse. Aber trotzdem kann es ja immer mal schnell passieren, dass man da sein muss und dann spielt man auf einmal auf der höchsten Bühne und da will man natürlich auch performen. Super. Hat wunderbar funktioniert. Jetzt geht's am Wochenende gegen die Bayern. Natürlich, wir freuen uns alle riesig auf die Partie. Du hast das Hinspiel bestritten und man kann es nicht anders sagen, das war wirklich der helle Wahnsinn. Ja, ich glaube, jeder weiß, was hier los gewesen ist in der Nachspielzeit, als Toni zum 2-2 einköpfte. Unfassbar, auch die Szenen. Es war 90+5. Das müsste also sowas habe ich auch persönlich noch nie erlebt, wie das Stadion, also was für eine Stimmung hier im Stadion war. Wie war es für dich, als du realisiert hast, der ist wirklich im Tor? Es ist der Ausgleich. Man wusste gar nicht, wo man hinlaufen musste oder wollte oder sollte. Toni ist nach außen gelaufen, die Bank kam auf einmal. Wir haben uns tierisch gefreut. Das hat sich natürlich angefühlt wie ein Sieg. Der eine oder andere hätte wahrscheinlich auch Bock gehabt, noch aufs Spielfeld zu laufen. Das war ja wirklich der Wahnsinn. So laut habe ich es hier wirklich schon lange nicht mehr gehabt. Ja, wenn du das sagst, dann ist da was dran. Wir können natürlich auch nicht totschweigen. Die Borussia Dortmund-Bilanz in München ist eine einzige Katastrophe. Fass dich bitte nicht damit, weil das ist nicht so gut. Der letzte Sieg, der ist jetzt schon 9 Jahre her. Also es ist, vor 9 Jahren warst du? Vor 9 Jahren, das war 20... Du warst Bauarbeiter. Ja. Ich war noch in der Regionalliga. Ja, und jetzt bist du einfach ein geiler Torhüter von Borussia Dortmund. Jetzt gibt es eine neue Chance, vielleicht noch mal für die Statistiken ein bisschen was zu tun. Und dazu hat sich übrigens unser Sportdirektor Sebastian Kehl auch geäußert. Ich weiß, dass die Jungs sich allesamt auf dieses Spiel freuen, weil wir eine große Möglichkeit haben, dort nach vielen Jahren, wo wir doch an der einen oder anderen Stelle dann auch eine deutliche Schlappe einstecken mussten, mit breiter Brust dorthin zu fahren. Wir haben uns das erarbeitet in den letzten Wochen und Monaten. Ich glaube, wir sind deutlich stabiler, deutlich gefestigter. Stabiler, gefestigter, mit breiter Brust, sagt Sebastian Kehl. Gibst du ihm recht? Ja, auf jeden Fall. Also wir haben allen Grund dazu, mit breiter Brust da aufzutreten. Wir wissen aber auch, was nötig ist, um dort ein Spiel erfolgreich zu gestalten. Also klar haben wir jetzt eine super Serie hinter uns, aber es bringt nichts. Es fängt für beide Mannschaften bei Null an und uns wartet da ein richtiger Schlagabtausch in München. Wir haben dich ja auch als sehr, sehr positiven Menschen kennengelernt. Jetzt machen wir unseren Fans bitte ein bisschen Mut, dass wir so in das Wochenende reingehen mit der Hoffnung, ihr bringt da was mit. Ja, einfach sich auf das Spiel drauf freuen, gar nicht zu viel lesen, was mal war oder die Statistik, wie die Statistik steht. Ich glaube, jedes Spiel ist wieder ein anderes. Wir haben jetzt auch einen anderen Kader wieder. Deswegen einfach auf das Spiel freuen, mit einem
guten Gedanken da reingehen. Wer in München ist, uns tatkräftig unterstützen, wie wir das sowieso immer gemacht haben. Oder dann von zu Hause aus. Und wir werden da richtig Gas geben und auf jeden Fall nehmen wir uns eine Menge vor. Eine Sache würde mich noch interessieren. Ich habe ja in den letzten Tagen eine Menge über dich erfahren. Wenn man so ein bisschen auf Instagram guckt, bekommt man mit, dass du auch noch eine Kneipe hast in der Nähe von Regensburg. Ja. Wenn wir jetzt am Wochenende in München gewonnen hätten, was würdest du den Jungs in deinem Lokal servieren? Was natürlich das ein oder andere Kaltgetränk, sowohl alkoholisch als auch alkoholfrei, für die kein Alkohol trinken. Und dann natürlich würde ich den Laden zumachen, dass wir da ein bisschen unter uns sind. Auf den Tischen tanzen können. Genau, und für das leibliche Wohl ist auch gesorgt. Also ich würde da nach freiem Wunsch, was sie gerne hätten, dann für die Jungs auftischen. Ihr müsst natürlich unseren Jungs auch die Daumen drücken, egal wo ihr seid. Ob ihr zu Hause vorm Fernseher hockt, ob ihr in der Kneipe seid, ob ihr im Stadion seid. Wir brauchen jeden, um den Dreier oder einen Punkt mit aus München nach Dortmund zurückzunehmen. Ich bedanke mich ganz herzlich bei dir. Dankeschön. Alex, dass du gekommen bist, wie immer. Kein Problem. It's a pleasure mit dir. Macht einfach Spaß. Toll und wir drücken alle die Daumen. Vielen Dank. Das war's vom Feiertagsmagazin zum Bayern-Spiel.